Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Werner Watches YouTube-Video. Heute geht es nur um eine einzige Uhr, die ich euch in diesem Video präsentieren will. Eine Uhr, die mir persönlich sehr, sehr gut gefällt, die ich wirklich toll finde, die ich letzte Woche auch erst ankaufen durfte, zu der ich auch in gewisser Weise einen emotionalen Bezug habe und die es einfach wert ist, hier auf YouTube gezeigt zu werden. Viel Spaß beim Video. Um welche Uhr geht es? Ihr seht es vielleicht schon oder zumindest in Ansätzen. Es geht um diese wunderschöne IWC. Ihr wisst, IWC ist jetzt eigentlich nicht so ganz meine Marke. Gerade die neuen IWCs sind ja sehr sportlich, Fliegeruhren, recht groß, Stahl. Also eigentlich alles, was ich bei Uhren nicht so gerne mag. Aber es gab eine Zeit, die ist schon ein bisschen her, aber es gab eine Zeit, in der sich IWC wirklich darauf verstanden hat, sehr schöne, sehr flache Dresswatches zu bauen und sich da regelmäßig designtechnisch auch wirklich doch recht weit aus dem Fenster gelehnt hat, was dann zu genau solchen Uhren wie der, die ich hier in der Hand habe, führt. Was ihr jetzt gerade seht, ist eine silberfarbene IWC. Und das ist ja auch richtig, das ist sie. Jetzt würde man annehmen, die Uhr ist aus Stahl, aber weit gefehlt, die Uhr ist aus Weißgold. Weißgold meiner Meinung nach zusammen mit Platin wahrscheinlich das tollste Material für eine Luxusuhr, weil es man erkennt, dass es Weißgold ist, wenn man es vor sich hat, wenn man es sieht, wenn man es spürt, man erkennt das. Gleichzeitig ist es subtil genug und unauffällig genug, um wirklich unterm Radar zu bleiben. Und so bietet Weißgold gerade bei einer eleganten Uhr wie dieser hier die Möglichkeit, eine wirklich High-End-Luxusuhr, in dem Fall ja auch noch mit Weißgoldband, zu tragen, ohne dass irgendeiner darauf aufmerksam wird, ohne dass du neidische Blicke erntest, ohne dass du irgendwie als Prolet abgetan wirst und. Und das finde ich super geil beim Material Weißgold an und für sich. Bei Platin gilt das Gleiche. Platin hat eine etwas andere Farbe. Platin ist ein bisschen kälter, aber von der Konzeption her genauso. Man würde denken, es sei Stahl, es ist aber ein Edelmetall. Das gefällt mir sehr gut. Wie gerade schon gesagt, bei der Uhr IWC Weißgoldband dabei, total toll. Es ist auch eine sehr schöne Schließenkonstruktion, wo das Band hier unten durchgefädelt wird. Somit auch eigentlich ein Schnellverstellungssystem in dem Band, in dem man hier die Schließe anhebt, die dann aber auch noch hier unten gelockt werden kann. Das bedeutet, dass die Uhr einem nicht so leicht vom Arm gezogen wird, beziehungsweise nicht so leicht vom Arm fällt. So viel übrigens zum Thema, ja, dieses ganze Schnellverstellen und diese ganzen komplexen Schließenkonstruktionen seien was total Neues. Nee, die Uhr ist aus 65 und schon damals gab es eben gut durchdachte, toll durchdachte Schließen. Das Band itself an der Uhr ist übrigens auch wahnsinnig schwer. Also die Uhr hat knapp 90 Gramm und da wird das Band einen Großteil von in Anspruch nehmen, da bin ich mir recht sicher. Allesamt übrigens 18 Karat Weißgold, kein 14 Karat, sondern richtig schön hochwertiges 18 Karat Gold. Was gefällt mir an der Uhr so gut? Was macht die Uhr für mich noch besonderer, als sie das ohnehin ist? Wir haben sehr kurze Hörner. Das finde ich schön, weil es dem Band wirklich eine wichtigere Rolle zumisst. Also die Uhr zum Beispiel am Lederband fände ich weniger attraktiv, muss ich sagen, weil dann der Kopf der Uhr mehr Relevanz bekäme. Dadurch, dass dieses wunderschöne, ja, geflochtene Band so ein bisschen mit den kurzen Hörnern aber einhergeht, wird die ganze sozusagen oder viel von der Aufmerksamkeit aufs Band gelenkt. Und das finde ich wunderschön. Was ist noch zu erwähnen, und das ist für mich das absolute Highlight, wir haben auf der Uhr Brillantindizes. Wir haben auf der 12369 jeweils 3 Brillanten, die eben gefasst sind als Indizes, sonst haben wir Strichindexe. Und warum finde ich das so schön? Es ist für mich sozusagen ein Widerspruch im Widerspruch. Und das finde ich geil, denn wir haben eine Golduhr, die aber nicht Gold aussehen soll, ergo Weißgold. Das ist ja schon ein Widerspruch. Wir haben eine vollgoldene Luxusuhr, die nicht nach vollgoldener Luxusuhr aussehen soll. So. Und innerhalb dieses subtilen, dieses unterschwelligen Luxuses, heute würde man wahrscheinlich sagen Quiet Luxury, hat man sich dann aber dafür entschieden, auf das Ziffernblatt Brillanten zu setzen, was natürlich dieses ganze Subtile komplett ad absurdum führt und die Uhr wiederum total auffällig macht eigentlich. Ich muss auch sagen, ohne die Brillantindizes wäre mir persönlich die Uhr viel zu langweilig. Mit den Brillantindizes, die übrigens auch wirklich gut sind, also man erlebt das oft, dass die Brilli-Indizes scheiße gefasst sind. Das ist hier nicht der Fall, sondern die sind wirklich schön und sinnvoll gefasst und so finde ich das wirklich schön und es ist die perfekte Luxusuhr, es ist die perfekte, elegante Luxusuhr, die für Kenner aussagt, hey, das ist High-End, die aber gleichzeitig nicht
too much in your face ist. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe die Uhr tatsächlich auch, ich glaube, 5 von 7 Tagen getragen, jetzt seitdem ich sie gekauft habe. Mega, mega toll. Band ist natürlich ungekürzt, das macht aber bei der Art von Band sozusagen auch nur Sinn. Und wie gesagt, gefällt mir mega, mega gut. Ganz wichtig, es ist auch noch ein Originalblatt. Solche Blätter, gerade wo keine Strichindizes, also keine aufgemalten Indizes zu sehen sind, sind regelmäßig, gerade bei IWC, leider redialed. Das ist nicht der Fall. Tatsächlich hatte ich mir vor dem Ankauf so ein bisschen Sorgen gemacht, vor allem weil das Swiss auf den Bildern, die ich vorher hatte, nicht sichtbar war. Das ist aber da und als ich das gesehen habe und dann auch vor Ort die Schrift prüfen konnte, den Fond prüfen konnte, konnte ich bestätigen, dass es ein originales Ziffernblatt ist, was natürlich schon sehr, sehr wichtig ist, weil das Ziffernblatt bei so einer Uhr einfach ein ganz wichtiger Faktor des Wertes ist. Was ist jetzt der emotionale Bezug, den ich zu der Uhr habe, über den ich gerade schon geredet habe? Also es ist ganz spannend, bei der Uhr ist ein IWC-Stammbuchauszug dabei. Jetzt nehmt das nicht für bare Münze, was ich sage. Meiner Meinung nach, meines Wissens nach gibt es das gar nicht mehr. Meines Wissens nach macht IWC gar keine Stammbuchauszüge mehr. Man muss die Uhren mittlerweile einschicken und kriegt dann eine Art Echtheitszertifikat von IWC. Aber das ist nicht der Sinn der Sache eines Stammbuchauszugs. Deswegen, hier ist noch ein Stammbuchauszug dabei aus 2011. Da schien es die nämlich noch zu geben. Und das Geile ist, wir haben hier alle Informationen, die Nummern, Referenz und so weiter. Wir haben aber vor allem eine Information, die mich total scharf macht, und zwar verkauft am 2. November 65 in Frankfurt am Main. Und für mich als Frankfurter ist das natürlich schon extrem geil. Es ging wirklich fast so weit, dass ich überlegt habe, die Uhr zu behalten. So gut gefällt mir die. Und als ich dann gelesen habe, dass auf dem Archivauszug so rum steht, dass die Uhr in Frankfurt verkauft wurde, da war es um mich geschehen. Ein weiterer Grund, wieso ich die Uhr so gerne trage aktuell. Wahnsinnig cool, wahnsinnig spannend, auch dass das überhaupt noch nachvollziehbar ist. Viele Marken können das ja nicht mehr nachvollziehen. Die können nur nachvollziehen, zum Beispiel in welches Land eine Uhr geliefert wurde, beziehungsweise an welchen Agenten eine Uhr geliefert wurde. In dem Fall lässt sich tatsächlich nachvollziehen, dass die Uhr am 2. November 65 bei IWC in Frankfurt am Main verkauft wurde. Finde ich eine super Sache. Über das Kaliber müssen wir, glaube ich, gar nicht erst reden. Ein schönes, sehr, sehr flaches Kaliber. Die Uhr, ich habe sie nicht gemessen, aber was wird die an Aufbauhöhe haben mit dem Glas? Und das Glas ist ein großer Faktor an der Stelle. 8, 9 mm, viel mehr wird es nicht sein, vielleicht sind es 10, aber sowas um den Dreh. Sitzt wahnsinnig flach auf, nicht zuletzt, weil der Deckel auch so einen kleinen Buckel hat. Das ist auch was Gutes, weil es dafür sorgt, dass die Uhr, wie gesagt, flach auf dem Handgelenk sitzt. Einfach wirklich eine rundum tolle Uhr mit toller Provenance. Scheint übrigens auch, ich kann das leider nicht nachweisen, direkt aus Erstbesitz zu kommen. Ich habe sie gekauft von einem Zwischenhändler. Diese werden bei Uhren regelmäßig nicht als Besitzer gesehen, denn es geht immer nur darum, ob die Provenance nachweisbar ist oder nicht. Nachweisbar ist sie hier nicht, aber so wie ich das verstanden habe, so wie ich das, ohne es beweisen zu können, wahrgenommen habe, ist die Uhr tatsächlich, stammt sie auch aus Erstbesitz und macht so schon wirklich eine ganze Menge her. Wie gesagt, ich bin ein Riesenfan, ich finde dieses Quiet Luxury gebrochen durch die Brillant-Indizes geil. Ich finde das Band wunderschön gearbeitet und ich glaube, das Spannende ist natürlich auch einfach der Preis-Leistungsfaktor. Ich habe jetzt recht lange gewartet mit dieser Aussage, aber wenn man sich überlegt, dass man hier eine massiv weiß-goldene IWC mit Brillant-Indizes höchst selten, höchst technisch relevant oder technisch anspruchsvoll haben, die deutlich nicht fünfstellig, sondern deutlich rein ins Vierstellige gekostet. Der Ehrlichkeit halber habe ich mir um den genauen Preis noch keine Gedanken gemacht, aber er wird irgendwo zwischen 5.000 und 10.000 Euro liegen, also wahrscheinlich so bei 8.000 Euro. Das ist zumindest meine aktuelle Schätzung, wie ich die Uhr bepreisen werde. Wenn man sich das überlegt und das mal vergleicht mit etwaiger Konkurrenz, ich meine, ihr wisst, dass ich für ein Riesenfan von der Cartier Santos En Massif bin, wo ich im vergangenen Job eine verkauft habe, die für um die 20.000 Euro den Besitzer gewechselt hat. Wenn man sich anguckt, wie eine Weiß-Gold Day-Date gehandelt wird, selbst eine Gelb-Gold Day-Date und etwaige Modelle am Goldband, dann finde ich, haben wir hier für eine massiv weiß-goldene Uhr in dem Zustand mit der Provenance wirklich einen Preis, der eigentlich vielen anderen Uhren die Berechtigung nimmt, die Preise zu erzielen. Ich weiß, dass Marktdynamiken so nicht funktionieren. Ich weiß, dass eine Uhr, nur weil sie beliebter ist, einen anderen Preis hat. Ich meine, wir sehen das ja regelmäßig, eine Rolex Datejust etc. sind ja perfekte Beispiele dafür. Aber wenn ich mir überlege, dass eine gute Vintage Datejust, nehmen wir eine 16014 im Fullset, etwa genauso viel kosten wird wie diese Uhr hier, aus massiv Weißgold, IWC, mit einem wunderschönen flachen Handaufzugskaliber und so weiter, dann ist für mich ehrlich gesagt die Entscheidung klar, welche Uhr intrinsisch den höheren Wert hat.
Dass das keine marktmäßig beliebte Uhr ist, weiß ich. Dass es auch keine Uhr ist, die nach aktuellem Maßstab irgendwie gehypt wird, weiß ich. Aber vom intrinsischen Wert der Uhr her, von der Seltenheit, von der technischen Raffinesse, wobei Raffinesse ist da vielleicht der falsche Begriff, von dem technischen Know-how, was in dem Kaliber steckt und so weiter, ist das wirklich eine intrinsisch unfassbar wertvolle Uhr, die, was den monetären Wert angeht, extrem unterbewertet ist. Ihr merkt, ich brenne richtig für diese Uhr. Ich habe das selten, wobei selten ist auch übertrieben, aber ich habe das jetzt nicht oft, sagen wir es mal, dass ich eine Uhr reinbekomme, wo ich mir denke, hey, zu der Uhr itself sollte man ein Video machen. In dem Fall war das so. Ich freue mich, dass ich euch jetzt ein bisschen was erzählen konnte. Vielleicht ist ja der richtige Kunde für die Uhr unter euch Zuschauern. Ich würde mich natürlich riesig freuen. Geplant ist, dass sie im kommenden Drop am 25. November online geht. Wie alle meine Uhren sind sie aber natürlich auch, oder ist sie natürlich aber auch pre-Drop verfügbar. Das bedeutet, wenn ihr sagt, vorausgesetzt, dass das Video dann schon online ist, wenn ihr sagt, hey, die Uhr ist genau das Richtige für mich, ich will sie unbedingt haben, dann müsst ihr auch nicht bis 25. November warten. Könnt mich einfach anschreiben auf WhatsApp, Instagram, anrufen, E-Mail, you name it. Und da bin ich mir sicher, dass ich hier eine sehr, sehr schöne, valide nächste Uhr für euch habe. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich über Likes, Kommentare, natürlich auch immer über ein Abo freuen und bis zum nächsten Mal. Ciao.